haben wirklich Angst. Leute, wer kennt sie nicht, die School Air? Das ist die Luft in der Schule, die immer das ganze Make-up versaut. Und ich habe mich daher auf die Suche gemacht, nach ganz vielen viralen TikTok-Make-up-Hacks, um dagegen vorzugehen. Ob es geklappt hat, seht ihr am Ende vom Video. Hallo Leute und willkommen zu einem neuen Video. Heute teste ich für euch alle Back-to-School Make-up-Hacks gegen School Air. Wir kennen es alle, man macht so sein Make-up, man sieht gut aus morgens, dann geht man in die Schule, so ersten beiden Stunden, dann guckt man in den Spiegel und denkt sich so, wo ist mein Make-up hin? Und deshalb habe ich mir ganz viele Sachen von TikTok rausgesucht, die ich gesehen habe und wo ich dachte, ja, das könnte gut gegen die School Air helfen. Aber zuerst, Leute, guckt mal, ich habe ganz hier neuen Schmuck an von Breezy Bay. Verlinke es euch mal in der Infobox. Ich habe heute die Kette hier an mit dem Herzchen und hier mit den Perlen. Ich liebe diesen Schleifenring und die hier auch. Aber bin natürlich auch am Start um meine Ohrringe. Guck mal hier, ich mag die voll mit diesem kleinen Blitz da dran. Also checkt es gerne mal aus, falls ihr die neuen Sachen noch nicht gesehen habt. Wie sehe ich eigentlich aus hier, Leute? Wie so ein Geist. Ich bin noch komplett ungeschminkt. Aber das ändern wir jetzt. Und dann gucken wir mal, ob mein Make-up wirklich besser hält, wenn ich die ganzen Tricks ausprobiert habe. Ich werde euch dann später updaten und einen Bericht geben, wie es war und ob es wirklich gut gehalten hat, wenn ich später in der Schule war. Okay. First things first. Das sind die Augenbrauen. Game changer. Use your brow gel before you do your base so that you don't get any foundation or concealer in it and end up with product buildup. Ich habe es die ganze Zeit falsch gemacht. Weil man soll seine Augenbrauen zuerst machen, wenn man so Augenbrauengel reinmacht, damit die nicht so von der Foundation so verklumpen. Und es war bei mir auch immer so, meine ganzen Augenbrauen hatten dann später so Concealer drin. Das sah natürlich super aus. Und ja, ich benutze das Benefit 24-Hour Brow Setter Eye-Gel. Ich mache meine Augenbrauen im Moment immer so dünn wie möglich. Als zweiten Step für die Augenbrauen kam noch, dass man Concealer unter seine Augenbrauen machen soll. And then you only want to outline the bottom half of your eyebrow. Don't do the top. It will look like 2016 brows. Ich habe noch nie Concealer unter meine Augenbrauen gemacht. Aber vielleicht, keine Ahnung, hilft das ja irgendwas. Guck, ich nehme jetzt einfach hier diesen kleinen Pinsel und dann mache ich da was Concealer drauf. Ich brauche hier meinen kleinen Spiegel, sonst sehe ich nichts. Das ist so ungewohnt. Wer macht denn sowas? Ich bin fertig. Ich habe einfach so einen hellen Concealer jetzt darunter gemacht. Ich bin wirklich sehr gespannt. Jetzt kommt das Komischste. Moisturize first. Das habe ich ja noch nie gehört. Man soll zuerst Feuchtigkeitscreme drauf machen. Then after moisturizing, take some translucent powder. I usually use the Fit Me one. Danach so Setting-Puder. Then take some setting spray. After the setting spray, take a primer and just put your primer. Danach Setting Spray und dann Primer. Then just put on your foundation. Ich dachte mir so, what is das? Aber wir probieren das jetzt einfach aus. Ich benutze jetzt hier meinen Glossier Moisturizer. Dann soll das wirklich sehr gut halten. Den ganzen Tag und nicht glänzen und schön matt aussehen. Der Traum in der Schule, Leute. Deshalb muss ich das natürlich hier mal ausprobieren für euch. Moisturizer ist on. Wo ist mein Setting-Puder? Ich benutze jetzt einfach hier dieses. Boom, boom, boom. Schön auf den Moisturizer. Ich weiß nicht, also das fühlt sich sehr komisch an. Es fühlt sich ein bisschen illegal an, das direkt über seinen Moisturizer drüber zu machen. Aber vielleicht war ich auch einfach immer falsch. Es fühlt sich voll weich an. Jetzt kommt Setting Spray und dann Primer. Shake, 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 shake. Und jetzt Primer. Und noch den über mein Setting Spray. Das muss sich jetzt lohnen, Leute. Das kann man nur machen, wenn das wirklich gut hält. Und das fühlt sich irgendwie ein bisschen an wie Schneckenschleim. Aber vielleicht werde ich ja überrascht. Und jetzt kommt Foundation. Also ich benutze immer so einen Skin Tint. Und da mische ich immer zwei Farben, weil ich bin zu doof, eine richtige Farbe zu finden. Und das soll man in die Handfläche machen. Weil Hailey Bieber hat das auch gemacht und jetzt machen das alle. When I saw Hailey Bieber pump her foundation into the palm of her hand, I was like, what is she doing? But she actually might be onto something. The palm of your hand is the only place in your entire body that doesn't have pores. Your foundation is not going to sink into the palm of your hand and you get more coverage from it. Ja, und jetzt, der nächste Trick soll schon sein, dass man das mit seinen Fingern aufträgt. Okay, wie verblendet man das denn eigentlich jetzt ohne Pinsel? Oh, das ist voller Make-up. Ich krieg das gar nicht verblendet. Und das soll jetzt nicht in meine Augenbrauen gehen. Vor allem pelze ich jetzt meine ganze Feuchtigkeitscreme ab mit dem Setting Spray und dem ganzen anderen Zeug da drüber. Seht ihr das auf meiner Stirn? Hilfe! Ich bin wieder da. Ohne Make-up, aber in Händen. Dafür ein bisschen crusty in meinem Gesicht. Das hat sich abgepellt. Vielleicht liegt es auch an meinem Primer. Ihr könnt es ja mit einem anderen Primer ausprobieren.
Und mir dann in die Kommentare schreiben, was bei euch besser geklappt hat. Aber der Hack war schon mal ein Fail für mich. Aber wer weiß, vielleicht hält es ja trotzdem gut. Jetzt brauche ich meinen Beauty Blender. Den soll man jetzt mit Setting Spray ansprühen. Spray your sponge with some finishing or setting spray. Your base is going to blend even more flawlessly and last a lot longer. Schön. Also ich glaube einfach, der Clou der ganzen Sache ist, sein ganzes Gesicht mit Setting Spray einzusprühen. Jetzt Setting Spray nach jeder Schicht, die man aufträgt. Spray finishing spray between every step, especially if you like to do your skin first. Ich glaube, das ist leer nach diesem Video. Another round. Jetzt kommt Blush und man soll Blush als Nose Contour verwenden, also seine Nase damit konturieren. I've already done it, but I'll do it again. You put it on like a little contour on your nose. Yeah. Das fühlt sich voll eklig an. What the French? Ich weiß ja nicht. Warte, ich blend's mal. Das sieht aus, als hätte ich eine Woche Schnupfen gehabt. Heute machen wir einfach mal alles anders. Warum empfehlen die das? Warum soll das ein Hack sein? Das Schlimmste ist, ich muss jetzt nochmal Setting Spray drauf sprühen. Jetzt soll man Baking Powder drauf machen. Also man soll das bei den Augen nach oben verblenden. An der Nase zur Nase hin und hier auch nach oben. Ich habe meinen Baking Powder in Deutschland gelassen, weil ich dachte, ja, ich brauche das hier eh nicht so oft. Aber jetzt hätte ich es einmal gebraucht. Aber das geht auch. Guckt, es backt auch ein bisschen. Ich könnte auch das Backpulver aus der Küche holen. Trocknen, Bacon. Setting Spray in meiner Lunge. Man soll so einen Fächerpinsel nehmen, bis der so aufgefächert ist. Aber ich habe das nicht. Deshalb mache ich jetzt auch meinen Puderpinsel so. Und dann versuche ich das zu verblenden. Also hier nach oben. Hier auch. Und dann bei der Nase so hin. Ich fühle mich so komisch gerade, wie ich über diese Pinsel das zu meiner Nase hin mache. Jetzt, Leute, was glaubt ihr? Kommt jetzt Setting Spray! Jetzt kommt Bronzer. Und man soll warme Bronzertöne nehmen, um wirklich Bronzer zu machen. Und dann soll man kalte Töne nehmen, um sein Contouring zu machen. Cool tones are actually for sculpting and contouring. Bronzers are warm tone colors and they're great for warming up the skin and giving you a sun-kissed finish. Ich glaube, ich mache jetzt erstmal den warmen Ton drauf. Aber ich muss sagen, jetzt gerade mit dem Bronzer finde ich den Blush als Kontur gar nicht so scheiße. Es wird noch. Jetzt kommt der kalte Ton als Contouring. Und jetzt nehme ich meinen Pinsel und verblende das mal. Mein Spiegel ist gerade kaputt gegangen. Repariert. Okay, das sieht einfach aus, als könnte ich nicht mehr Make-up verblenden. Seht ihr das? Ich finde es gar nicht so schlecht. Setting Spray, nochmal. Jetzt kommt Eyeliner. Aber jetzt habe ich Angst. Ich habe wirklich Angst. Weil man soll es aus seinen Fingern machen und dann einfach so und dann soll er drauf sein. I'm drawing mine here. We're going to put it into the corner of the eye and we're just going to pull it out. Wir machen das einfach auf ihren Zeigefinger drauf und dann geht's ab. Okay, 1, 2, 3. Das sieht aus, als wäre meine Mascara verschmiert. Nochmal. Das hängt an meinem Finger, nicht in meinem Gesicht. Nee, das geht so nicht. Ich gebe nicht auf. Vielleicht muss ich es mehr an meine Fingerspitze machen. Oh, das war schon besser. Es ist immer noch nicht gut, aber es ist besser als vorher. Oh je, ich glaube, so kann ich nicht zur Schule. Das ist ja mein Eyeliner-Look. Das ist definitiv ein großer Fail. Vielleicht könnt ihr es ja besser. Vielleicht ist mein Finger einfach falsch. Jetzt Mascara. Und ich habe gesehen, dass wenn man so eine Wimpernzange anföhnt, wird die warm und dann sollen die Wimpern sich mehr hochbiegen. You're just going to dry it right here on the edge of the eyelash curler. Föhn. Einstecken. Wimpernzange. Ich hab Angst! Au! Ich hab da gerade dran gefasst. Ach du heilige Scheiße, ist das heiß. Au, meine Augen verbrennen. Das klappt auch voll gut. Oha. Ignoriert diesen Eyeliner, meine Wimpern sind da oben. Aber pass auf, dass eure Wimpern nicht abfackelt, bitte.
Oh, dieser Eyeliner sieht so schlimm aus. Ich muss dringend Mascara drüber machen. Als nächsten Hack soll man seine Mascara so von oben machen. Also man soll erst so runter die Wimpern machen, aber dann erst so, wisst ihr, dass die Spitzen sind und dann hoch. Step, I go from top to bottom. Why? Because sometimes you have powder or eyeshadow on top of it. Then again, I go up. That's gonna remove that and it's also gonna add an extra layer. Also würde ich so einfach runter, dass die Spitzen getuscht werden. Und jetzt von unten hoch. Seht ihr da einen Unterschied zu meinen normalen Wimpern sonst? Oh mein Gott, guckt euch mal das Auge an. Warum ist das halt so lang? Also die Wimpern. Rettet das den Eyeliner? Ich weiß ja nicht. Ja, ich finde die Wimpern sind gut geworden. Tada! Jetzt kommt nochmal Setting Spray drauf. Also wenn das nicht ein Tsunami überlebt, dann weiß ich auch nicht. Aua! Jetzt kommt als letzten Step Lip Liner und dafür brauchen wir ein Feuerzeug. Probiert das nicht zu Hause aus, ohne eure Eltern. Also, so sieht der Lip Liner. So sieht der Lip Liner. Mein Lip Liner ist on fire! Seht ihr das? Das tue ich so nicht in meinen Mund. Wartet. Vielleicht muss man die Flamme nur drüber halten. Das ist echt die dümmste Idee, die ich je hatte. Was ist das denn? Ich mag hier jetzt gar nicht mehr. Ich sehe keinen Unterschied. Er ist einfach nur, als wäre er nass. Hä? Also den nassen Lip Liner haben wollt, zündet ihn an. Das ist einfach nicht mehr meine Farbe. Vorher sah der so gut aus. Okay, und jetzt nochmal über alles Puder und Setting Spray. Das ist mein Look. Wie gefällt er euch? Natürlich müssen wir jetzt auch gucken, wie lange es hält. Wie gesagt, ich update euch später. Hallo. Das ist die zweite Pause, aber es hält. Normalerweise in der zweiten Pause war es schon ein bisschen verschmiert und so. Aber ich finde, es geht noch voll mit dem Bronzer und dem Blush. Ja, wie findet ihr es? Mein Update.